Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, letztens war es einer der letzten Videos von EU15. Heute wird es wahrscheinlich einer der letzten Videos von EU16 werden. Denn auf dem Server hatte ich mir ja vorgenommen gehabt, so lange drauf zu spielen, beziehungsweise den Server so lange zu begleiten, wie es hier halt eben diese Avatar-Races, Battles gibt. Und dies neigt sich jetzt so langsam zum Ende, denn der erste hat es bereits jetzt schon geschafft, Stufe 350 zu erreichen. Heute Nacht ist es passiert. Kurz vorab gucken wir nochmal, was der Server hier mittlerweile erreicht hat. Wir stehen jetzt hier kurz bevor EU17 launcht bei 104.517 Spielern. Das ist alles andere als schlecht für so einen, in Anführungszeichen, Random Server wie EU16, der eigentlich nicht sehr viel Publicity auf sich ziehen sollte, gerade nach EU15 halt eben, ne, und die Server zwischen so 5, 10, 15, 20, die dazwischen sind meistens immer sehr uninteressant für die Massen. Nichtsdestotrotz hat der Server geschafft, 104.000 Spieler anzulocken. Und das ist natürlich sehr beachtlich auf jeden Fall, muss ich mal so sagen. Und ich würd mal behaupten, bevor wir lange rumschnacken, gucken wir uns mal den Platz 1 momentan an. Und zwar ist es der Bahamas Vow. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Mit einem Nekromanten hat er es geschafft. War schon vorab zu sehen, dass er hier die Stufe 350 mit als Erster erreichen wird. Er war ja schon die letzten Tage, Wochen wirklich schon immer auf Platz 1 gewesen, was das Level anbelangt hat. Kurzzeit hatte mal Masked Man ihn, glaube ich, überholt gehabt, aber auch wirklich nur für sehr, sehr kurze Zeit. Es ist ja auch egal, ob er nun 350 als Erster oder als Fünfter erreicht. Er hat sich das Profilbild so oder so gesichert. GZ auf jeden Fall an der Stelle. Heute Nacht um 4:15 Uhr morgens hat er das Ganze hier geschafft zu erreichen. Ja. Und er will hier diese Message auf jeden Fall verbreiten, die Bahamas irgendwie als Flagge hier in-game zu erlangen. Ja, das hat er sich hier auf den Schirm geschrieben. Ne? Und als erster Spieler auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, ein Statement an der Stelle. Wir haben hier Sauerkirsche, Masked Man, Donny Dano als die drei Nachfolger, die hier, ich gucke gerade nochmal, die alle auf derselben Stufe stehen, und zwar 346. Das ist ziemlich nah dran, ne? Und das wären auf jeden Fall auch so die nächsten Anwärter für das Profilbild. Danach haben wir den Soulcutter hier mit 344 als nächstes, und dann haben wir hier noch ein paar Leute, die hier in den 40er Bereichen so rumtaumeln. Renovate haben wir hier mit 41 hier am Start. Ja, hier haben wir noch den Dildickel mit 340, lustiger Name. Ne, und ansonsten, es sind hier halt viele Leute, die hier noch so kurz vor den 40er Bereichen stehen, aber ob die es tatsächlich auch schaffen werden, Fat Santa, sorry, habe ich vergessen hier, unten sehe ich gerade noch mit 42 noch hier, ob die das wirklich so schaffen, noch in die Top 5 zu gelangen, wird ziemlich schwer werden. Also wenn man sich das mal so über den Daumen peilt, also Bahamas Vow hat natürlich hier einen Platz, Sauerkirsche, Masked Man und Donny Dano. Das sind halt 3 weitere. Dann bleibt ja quasi nur noch ein Platz übrig, der hier noch Anwärter ist auf das Profilbild, weil ich glaube, die 3 werden es wirklich simultan als nächstes schaffen, und dann haben wir insgesamt schon 4. Und dann hat tatsächlich am besten Chancen momentan, gerade aufgrund seines Levels, halt eben der Soulcutter. So, ne? Das wäre so derjenige, der jetzt noch von den 3 als nächstes noch Platz 5 sich sichern könnte. Könnte sein, dass andere Leute noch ein paar Asse im Ärmel haben, aber das wird, glaube ich, ziemlich schwierig werden. Fat Santa wäre noch hier ein Anwärter. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht weiter runter gescrollt, ob hier noch irgendjemand im 40er-Bereich hier sein Unwesen treibt, 340er-Bereich. Aber ich glaube, es sieht dann nachher nicht mehr so aus. Ne? Ich glaube, hier hat sich jetzt auch keiner so tief mehr droppen lassen irgendwie.
Ähm, ja, nee, das aufgrund dessen sieht das, glaube ich, denn ansonsten, ja, sieht das Blatt schon ziemlich gut beschrieben aus hier. Wie gesagt, mal gucken. SF ist immer für eine Überraschung zu haben und vielleicht, ja, vielleicht hebt sich hier wirklich jemand Dungeons auf, ich weiß es nicht. Aber es ist immer die Frage, wie viel Sinn macht es halt natürlich. Ne? Und ja, das werden wir dann sehen. Ich werde dann auf jeden Fall dann euch berichten, wer die 5 Leute denn geworden sind und bin da selbst definitiv auch gespannt drauf. Ja, danach wird sich hier meine Reise auf dem Server dann auch dem Ende entgegenneigen. Ich bin zwar hier auch in einer coolen Gilde, ich weiß zwar nicht, warum ich wieder hier zum Offizier ernannt worden bin, keine Ahnung, da ich hier auf dem Server sowieso nicht lange spielen werde. Hatte ich aber trotzdem noch versucht, der Gilde hier ein bisschen was Gutes zu tun, ein paar Ausbauten gepusht, habe jetzt wieder ein paar Pilze angesammelt, aber das Ding ist halt, ich könnte hier halt trotzdem das alles ausbauen, aber es würde halt der Gilde jetzt hier nichts mehr bringen. Ihr seht das ja, ja, ich könnte die Ausbauten hier so hoch treiben, wie ich möchte. Der Gilde ja, bringt es jetzt selbst nicht viel großartig ein, dass ich jetzt hier, ob ich jetzt meine Ausbauten auf 200 oder auf 1000 habe oder so, genauso das gleiche bei Lehrmeister, das bringt hier jetzt nichts mehr an der Stelle. Ne? Und deswegen, ja, denke ich mal, ist das auch in Ordnung so. Und ja, ich werde dann hier auch nochmal eine Rundmail schreiben, nachdem ich ja, hier mein Werk vollendet habe auf dem Server, sage ich mal, und hier die letzten Leute begleitet habe, die hier sich das Profilbild abholen. Dann werde ich mich hier auch langsam aber sicher von dem Server dann verabschieden und ja, dann kann mich die Gilde hier noch so gerne so lange drin behalten, wie sie es halt noch für richtig erachtet, so, weil von den Ausbauten her biete ich ja vielleicht dann doch noch einen kleinen Mehrwert. Ja, aber irgendwann bringt auch im Verhältnis zum anderen ein hoher Inaktiver in der Gilde dann eben auch nichts mehr. So, ne? Dann werde ich halt eben gekickt, wenn es soweit ist. Ja, ansonsten bin ich halt sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich der Server hier dann weiterentwickeln wird auf lange Sicht, weil wir haben hier wirklich einen großen, ja, Ansturm gehabt auf den Server. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur wegen dem Profilbild ist, weil ich glaube, die auf das Profilbild gehen wollten, die waren halt bei der Vorabregistration schon am Start gewesen. Und nach und nach, peu à peu, hat sich der Server aber trotzdem immer weiter gesteigert von den Spieleranzahlen her. Und das kann ja eigentlich kaum noch wegen ja, wegen dem Profilbild sein, was man sich abholt, weil die Spieler, die sich danach registriert haben, haben natürlich logischerweise gar keine Chance mehr, irgendwas zu erreichen. Deswegen glaube ich, dass der auf mehr oder weniger natürlichen Wege so gewachsen ist, beziehungsweise eventuell durch gute Promotion. Ich weiß nicht, wie viele ja, Creator hier auf dem Server sind, die den Server hier beworben haben, keine Ahnung. Aber das macht auf jeden Fall den Anschein, als ob sie dahingehend irgendwas richtig gemacht haben. Ne? Weil ich glaube, ja, so oder so wäre der Server jetzt nicht so extrem erfolgreich in dem Sinne geworden, sag ich mal, dass der an die Spieleranzahl auch von EU15 rankommt. Ne? Hier haben wir 132k, aber der Server ist halt natürlich, wie gesagt, ja auch schon wieder ein bisschen älter und deswegen ja, kann man das jetzt nicht in erster Linie so direkt vergleichen. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich hier noch EU14 irgendwo am Start habe. Ja, hier habe ich noch EU14. Da können wir auch nochmal ganz kurz gucken, zwecks der Spielerzahl. Ja, das ist halt das, was ich meinte. Ne? Hier haben wir halt nur knappe 100.000 am Start und der Server ist halt nochmal älter als EU15 und 16. Ne? Und das sind halt so die Server abseits, ne? Weil sich halt viele auf EU15 gefreut haben. Auf EU14 ne? Spielen halt nicht ganz so viele. 100k ist halt trotzdem immer noch eine Hausnummer, sag ich mal so. Ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt wenig. Aber ja, man sieht auf jeden Fall schon einen Trend irgendwie. Ne? EU13 haben wir jetzt hier knappe 100.000 am Start. Ne? Ja, und deswegen ist der wirklich schon für die Zeit, die er jetzt halt eben draußen ist, der Server, würde ich mal so sagen, ganz gut gelaufen. 118 auf EU12. Ne? Ja, aber umso weiter man hier zurückgeht, umso älter werden die Server natürlich auch, umso länger haben die Server natürlich auch Zeit, sich aufzubauen, beziehungsweise Spieler anzulocken. Genau. EU11 ist tatsächlich sehr gut mit 140.000. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und jetzt müssen wir mal gucken, auf EU10, da hatten wir das letzte Avatar-Race gehabt.
da haben wir knapp 200.000. Ne? Also diese runden Server sind generell halt eben auch wirklich ziemlich beliebt auf jeden Fall. Und deswegen, da macht man definitiv nichts verkehrt. EU9 können wir auch nochmal kurz gucken. Dann haben wir ja nochmal hier alles am Start hier. Auch nicht verkehrt, 158. Das sind auch gute Zeiten auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, wann das Update nochmal kam, beziehungsweise zu welchem Server mit dem UI/UX-Update, aber das hat ja dann schon viele tatsächlich wirklich verschreckt, muss ich mal so sagen. Ne? 200.000, ja. Das ist vielleicht noch eine andere Zeit gewesen, ne? Aber das muss man so ganz klipp und klar sagen, wie es ist. Seit dem Update, ja, wo das hier alles mit der Benutzeroberfläche neu ist mit SF, sind die Spielerzahlen dann doch schon wirklich ein Stück weit zurückgegangen. Ne? Und das kann man einfach nicht, gut reden so. Ne? Das ist so, wie es ist, und das sieht man anhand der Statistiken auch relativ gut. Und ja, definitiv merkt man es auch an der Dichte der Serverstarts, die jetzt halt hier eben ja immer weiter zusammengerückt sind. Und auch dieses Battle nochmal hier auf EU16 mit den Avatar-Bildern. Ich glaube, das wäre sonst auch bestimmt nicht so geplant gewesen, so, ne, das auf einem Server wie EU16 halt eben so zu machen. Ja, und das ja, macht sich schon bemerkbar. Mal gucken. Dieses Jahr hatte SF auch ziemlich damit zu kämpfen, mit dieser neuen Benutzeroberfläche hier. Ne? Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich denke mal, die Folgen werden im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres, immer noch so ein bisschen zu spüren sein. Sie sind ja dann noch ein bisschen in ihrer Roadmap, immer ein bisschen hinterher auf jeden Fall, hinter ihrem Plan, weil halt eben vieles nicht so geplant gewesen ist, wie, ja, wie es halt eben kam mit diesem Update hier. Ne? Und da muss natürlich immer ein bisschen sagen wir mal, hinterhergearbeitet werden dann. Ne? Aber ja, da kann man nichts weiter sagen als selbst schuld an der Stelle. Ne? Ja, aber das soll auch heute eigentlich gar nicht das Thema des Videos sein. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter erwähnt gehabt. Ne? Erstmal GZ auf jeden Fall zu Bahamas Vow, und wir gucken auf jeden Fall uns die Tage an, wer hier als nächstes das Rennen machen wird. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal.